Hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Fladenbrot mit Emmentaler. So, wir fangen an jetzt mit Zutaten. 550 Gramm Mehl, 405er Typ, 250 Milliliter lauwarmer Milch, 9 Gramm Hefe, trocken, ihr könnt auch Frische nehmen, 20 Gramm, 30 Gramm Rapsöl, 30 Gramm Butter, 20 Gramm Zucker, Salz 9 Gramm, ein Eigelb, 2 Eiweiß. Okay. Bin gut, gell? Habe ich nicht vergessen, wenigstens. Das machst du Weil immer. da steht ja nichts. Da Weißt steht du, was ich nichts. meine? Das ist normal, dass da nichts steht. Da steht Ja, seit bei über manchen 7 Jahren Kameras nichts. steht da immer so ein schriftliche Sachen da, die lesen ab. Oh mein Gott, wo kommt das jetzt her? Ja, ich sehe. Ist ja gut. Das hast du noch nie gedreht. Ist nicht einfach alles auswendig, weißt du, was ich meine? Okay, pass auf, jetzt kommt Milch zuerst. Milch. Machen wir Hefe. Halt, Hefe und, wo ist meine Milch? Halt, hier. Hefe, Zucker. Fertig, erstmal. Ein bisschen umrühren. Bis der Hefe ein bisschen schmelzen tut, arbeitet auch schneller. Fertig. Guck, das reicht schon. Das war's. Ich brauche nichts warten. Gehe gleich los. Mache gleich Mehl da rein. Vorsicht. Ja. Alles da rein. Eier. Langsam. Butter. Öl. Wunderbar. Salz. Fertig. So, jetzt hole ich meine Maschine kurz. Muss ich meine Decke, muss ich so machen, kein Staub. So, fertig. Ich lasse mittlere Geschwindigkeit 4 Minuten laufen. Bis gleich. Fertig. Gucken wir mal rein. Machen wir raus. Ich zeige nochmal, wie es sein muss. Guck. Etwas locker muss es sein bei Fladenbrot. Bitte nicht so fest wie bei anderen Teigwaren. Muss locker sein. Okay. Machen wir weg. So. Jetzt tue ich erstmal die Maschine weg kurz. So. Machen wir ein bisschen Mehl. Arbeitsplatte. Genau. Ja. Jetzt bin ich bei der Reifen oder sowas. Hast du schon Platten? Ja, ja, meine Reifen ist kaputt. Fertig. So, pass auf, Moment. Bisschen reindrücken. Ist immer noch ein bisschen fest, aber kann dann noch locker sein. Aber ist gut. Okay, wir lassen sie jetzt so. Pass auf. Machen wir Deckel zu. Hier, sowas. Deckel zu, geil. Das ist jetzt neu. Egal. Du entziehst dem Brot die Luft. He? Ja, genau. Das zumachen schön. Desto wärmer, desto besser. Okay, wo ist die Zeit? Dann, wenn warm ist, geht die Zeit kürzer. Ne? Ich mache jetzt halt 40 Minuten. Okay. Also Heizung anschalten. Ja. Kein Zug, keine Fenster aufmachen, nix. Okay, in 40 Minuten. Bis gleich. So, jetzt geht's weiter. Machen wir auf. Machen wir Tuch weg. Ich gucke, ob gut gearbeitet hat. Murat, du musst zeigen. Komm her. Guck mal. Siehst du, wie doppelt arbeitest. Ne? Das mache ich, pass auf. Am besten nehme ich das Backblech drauf, wenn es geht natürlich. Das ist besser. Kann ich dort weiter arbeiten. Das klappt wunderbar. Pass auf. Mache ich ein bisschen größer. Die Seite. Ja. Ist echt schön geworden. Ja, ja, Teig ist schön. So, ich mache so groß wie Blech. Mehr geht nichts. Guck. Fertig. Okay, das war's. Guck. Schön. Nochmal so. Doppelt am besser. Das war gut mit 2 Stück. So.
Desto wärmer ist, desto besser. Jetzt nochmal 30 Minuten, dann kann man sie dann Backofen da rein tun. Dann kommt natürlich auch Soße drauf. Bis gleich. Jetzt geht's weiter. Wir machen jetzt die Soße. Ich habe ein Eigelb drin, Esslöffel Sonnenblumenöl, Esslöffel Butter, Esslöffel Milch ist drin. Jetzt kommt Handvoll Petersilie noch rein, fein gehackt natürlich, und Teelöffel Thymian ist drin. So, auch rein. Dann habe ich noch Emmentaler 150 Gramm. Ich habe sie kleine geschnitten, wie man sieht. So, jetzt tun wir erstmal die Soße, etwas Salz. Ist gut, dass du die Soße halt machst und dann Emmentaler erwähnst. Ja. Ein Glück. Wenn's wird. Moment. Und Pfeffer, frischer Pfeffer. Ist wichtig, frischer Pfeffer. Dann riecht es auch schön frisch. Meinst du das auch? Naja. Frisch gemahlener Pfeffer. Frisch gemahlen, genau. Ein bisschen umrühren. Jetzt geht los, Brot zeigen wir. Gucken wir mal, wie es aussieht. Oha, hast du gesehen? Hat gut gearbeitet, wunderbar. Sieht gut aus, ja. So, jetzt kommt gleich Soße drauf. Um Gottes Willen. Achso, ich darf nicht schreien. Ist gut, ja. Die Nachbarn haben es auch gehört, dass die Soße jetzt drauf kommt. Nachher kommen sie und wollen sie auch Brot haben, gell? Du bestimmt. Ich will auch Brot. Soße brauche ich noch. Jetzt fangen wir mit dem Käse an. Die tun wir Käse reindrücken, immer. Hier. Lassen wir ein bisschen außen Platz. So. Jetzt mache ich die kleine. Dann mache ich es hier vielleicht. Ja, mache ich hier. Dazwischen, ja. Da noch eine. Wenn das nachher gebacken ist, gell? So. Oh, ich habe noch halbe. Mache ich noch hier. Wo soll ich jetzt trennen? Tja. Hier? Nee, tu es Oder? andersrum. Hier? Also schon dort, nur links halt. Ich mache noch kleine. Mache ich hier, ist Was? besser. Okay, wie du willst. Weißt du, was ich meine? Hier, so guck. Ja, genau, hey. Hier habe ich vergessen. Nix. Ja, passt. Schade. Aber kein Käse mehr, ne? Nein, fertig. Ich habe den Schrank, habe ich. Aber ist gut so. So, jetzt tun wir noch Käse auch mal was drauf. Das ist gut, oder? Ja, sieht gut aus. Da ist aber viel übrig. Ja. Kann ja drauf tun. Passiert ja nichts. Schön. Das ist Eier, Butter, Öl. Ist okay, glaub ja. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt tun wir Backofen rein. Mittlere Schiene, Ober- und Unterhitze 200 Grad, ca. 20 Minuten. So, stelle ich meine Uhr. Bis gleich. So, die 20 Minuten ist jetzt rum, jetzt soll ich sie raus. Okay. Wir tun sie in ein Gitter drauf, dann ist es besser, dann wird unten nicht so weich. Aber Luft unten rankommt. Ja, Clever. so. In 10 Minuten abkühlen, dann kann man sie schneiden und servieren. Ja, fertig. Und danke noch für die... Oh, danke an Max, wollten wir sagen. Ja, genau. Weil er hat Max, danke dir für die Spende. das schon wieder gespendet, Junge. Ciao. Also, Ich wünsche einen guten Appetit mit Fladenbrot. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.